Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Für meine Hintergrundbemalung habe ich mir heute zwei Farben ausgesucht. Einmal das Naphthol-Rot und das dunkle Gold von Amsterdam. Und nachdem ich mit meiner Farbmischung zufrieden war, habe ich die Farbe einfach mit einem Palettenmesser auf meine Leinwand geworfen. Anschließend verteile ich meine Hintergrundfarbe mit einem sehr breiten Flachpinsel und meine Leinwand ist heute 50 x 50 cm groß. Ich empfehle, die Hintergrundfarbe einmal anzutrocknen, damit sie sich nicht mit der nächsten Schicht mischt. Ob das jetzt mit dem Föhn ist oder ob man die Leinwand 1-2 Stunden liegen lässt, das ist ganz dir selbst überlassen. Erinnerst du dich noch an das Bild, was ich ausschließlich mit der Luftpolsterfolie gemalt habe? Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir heute wieder ein Stück Luftpolsterfolie geschnappt habe und jetzt verteile ich als Komplementärfarbe zu meinem hellen Rot-Gold-Gemisch Ultramarin auf meiner Luftpolsterfolie. Das Andrücken der einzelnen Noppen macht auch richtig viel Spaß, weil man so ein bisschen den Widerstand spüren kann. Du solltest jedoch nicht so feste aufdrücken, dass die einzelnen Luftpolsterkammern platzen, denn sonst hat man keine Struktur auf der Leinwand. Bei meinem ersten Abziehen sieht man, dass ich noch recht vorsichtig war mit dem Verteilen der Farbe und deshalb entschließe ich mich, ein bisschen mehr von dem Ultramarin aufzutragen und nochmal etwas sorgfältiger die Luftpolsterfolie abzustreifen. Dann bringe ich noch eine neue Farbe ins Spiel, und zwar eine sogenannte Perlfarbe. Die Perlfarben schimmern ein bisschen perlmuttartig, wenn sie aufgetrocknet sind, und ich habe mich hier für den Auftrag für das Perlgrün entschieden. Dadurch, dass ich keine neue Luftpolsterfolie verwendet habe, mischt sich natürlich das Blau mit dem Perlgrün und ergibt dann diese wunderbare hellblaue Struktur. Beim Auftragen achte ich in jedem Fall darauf, dass noch möglichst viel von meinem hellroten Hintergrund zu sehen ist, denn heute habe ich vor, nicht nur mit der Luftpolsterfolie zu arbeiten, sondern tatsächlich anschließend über diese wunderbare Struktur zu rakeln. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, mit welcher Farbe möchte ich gerne die erste Schicht rakeln?
Und während ich noch so überlegte, dachte ich mir, dass vielleicht der Rotton aus dem Hintergrund etwas zu kräftig wäre und ich es vielleicht mit der roten Perlfarbe versuchen könnte. Meine Idee war dabei, die Farbe jetzt nicht möglichst dick aufzutragen, sondern zu gucken, ob ich das Werkzeug so leicht führen kann, dass dort die Struktur der Luftpolsterkammern erhalten bleibt. Auch wenn sich jetzt mit dem nächsten Farbauftrag ein paar Stellen verdichten werden, wie es halt typisch ist für die Rakeltechnik, kann ich doch sehr gut erkennen, dass die Struktur meiner Luftpolsterkammern richtig gut in den Rakelbahnen zu sehen ist. Ich glaube, hier muss ich mir auch mal eine neue Tube anschaffen. Jedenfalls fand ich es sehr schön, jetzt mit einem dunklen Blau zu arbeiten und damit auch wieder einen Kontrast zu der vorher aufgetragenen hellen Perlfarbe zu schaffen. Die Perlfarbe sieht momentan noch sehr weißlich aus und das Geheimnis liegt darin, wenn sie dann aufgetrocknet ist, fängt sie an, in der dafür vorgesehenen Farbe zu schimmern. Schön finde ich auch, dass sich das dunkle Blau etwas mit der Perlfarbe vermischt. Und wenn du gleich ein bisschen dahin guckst, siehst du, dass auch die Perlfarbe mit dem Blau zusammen einen ganz leichten, zarten, violetten Mischton hervorbringt. Bislang gefällt mir der dunkle Farbton richtig gut auf meiner Leinwand und auch hier bilden sich jetzt teilweise Inseln aus der Rakeltechnik und teilweise entstehen Inseln, weil die Luftpolsterfolie diese Struktur hinterlassen hat. Als nächste Schicht habe ich mich für die Metallic-Farbe Gold entschieden und wenn du aufmerksam hingeschaut hast, hatte ich meine Glättkelle vorher nicht gesäubert. Ich mag einen ganz bestimmten Farbton. Das ist etwas, was ich für die Kalligrafie als Tusche habe. Und zwar ist das ein Farbton, der sich Altgoldgrün nennt. Und wenn ich jetzt die Farbschicht des dunklen Blaus mit dem aufgetragenen Gold mische, und dann entsteht teilweise genau dieser Farbton. Ich mag diese Zwischentöne, die da herauskommen. Und ich weiß aber auch, dass das nicht jedermanns Sache ist. Doch ich fand es für dieses Bild, dass es genau die richtige Farbschicht ist.
Während ich die Leinwand gedreht habe, um noch einmal Gold in der Ecke aufzutragen, habe ich mich gefragt, ob das Bild fertig ist oder ob ich da gerne noch eine Schicht auftragen würde. Und dann habe ich mir ganz in Ruhe Zeit genommen, nochmal ein Stück gerakelt und festgestellt, dass das Bild für mich erstmal fertig ist. Und dann gucken wir uns es auch nochmal vom Nahen an. Und was ich hier sehr schön finde, ist, dass beide Strukturen zu sehen sind. Einmal die Struktur, die die Luftpolsterfolie hinterlassen hat, und einmal die Struktur, die entsteht, wenn man die Rakeltechnik anwendet. Im getrockneten Zustand erkennt man jetzt die glänzenden Schichten der Perl- und der Metallicfarbe. Ich kann wunderbar zu diesem warmen, hellen Rotton im Hintergrund durchgucken. Ich habe dunkle Strukturen auf meiner Leinwand, die wunderbaren Inselbildungen und auch den Mischton zwischen Gold und dem dunklen Blau sowie dem dunklen Blau und der Perlfarbe Rot. Das Ganze zeige ich euch dann auch gerne nochmal aufgehängt an der Wand. Hier wieder in einem anderen Licht ergibt sich schon wieder ein anderer Eindruck, aber der Grundeindruck bleibt. Ich liebe diese neue Struktur, die sich da ergeben hat, und ich finde auch, dass die Farben diesem Bild grundsätzlich gut tun, auch wenn sie teilweise etwas ungewöhnlich erscheinen. Ich würde mir wünschen, dass du etwas zu der Farbkombination in die Kommentare schreibst, mir vielleicht auch verrätst, was deine Lieblingsfarbkombinationen sind. Und ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat, du meinen Kanal abonnierst, mir ein Like hinterlässt und einfach eine schöne Zeit mit meinem Video verbracht hast. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir eine wunderbare kreative Zeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Ehrlich gesagt weiß ich momentan nicht, wo meine Stimme abgeblieben ist. Anscheinend ist diese Erkältung immer noch nicht ganz richtig vorbei. Ich werde versuchen, an wichtigen Passagen etwas zu sagen. Und wenn ihr etwas zu dem Bild wissen wollt, ist es wahrscheinlich am besten, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, weil ich glaube nicht, dass ich euch stimmlich über das ganze Video begleiten kann. Meine Leinwand ist heute 1 Meter mal 1 Meter groß und ich hatte vor, zunächst mit 3 bzw. 4 verschiedenen Farben einen Hintergrund zu malen und dann in der Rakeltechnik mit meinem großen, selbstgebauten Rakelwerkzeug ein paar Bahnen zu ziehen. Bei der Größe der Leinwand habe ich darauf geachtet, heute mit einem großen, breiten Flachpinsel zu arbeiten, weil ich möglichst flächig den Hintergrund herstellen wollte.
Nachdem ich die Leinwand vollständig bemalt habe, ist es mir wichtig, dass der Hintergrund erstmal mit dem Föhn angetrocknet wird. Alternativ kannst du die Leinwand auch über einen längeren Zeitraum trocknen lassen. Die erste Farbschicht, die ich jetzt auftragen werde, wird aus 2 unterschiedlichen Perlfarben bestehen. Und zwar ist das einmal das Perlrot in Kombination mit dem Perlblau. Die Leinwand ist so groß, dass ich es selbst mit ganz ausgestreckten Armen nicht schaffe, die oberste Kante zu erreichen. Und so entsteht natürlich auch ein besonderes Muster. Anders wäre es, wenn man die Leinwand an der Wand aufhängen könnte und dann beispielsweise das Werkzeug von oben nach unten zu ziehen, und dann hätte man die Möglichkeit, eine komplette Bahn zu rakeln. Gleich bin ich mit meiner ersten Rakelschicht fertig. Das heißt, der Hintergrund ist etwas zurückgetreten und die Rakelschicht lässt ein paar Blicke hindurch. Und dann fällt meine Entscheidung auf das Königsblau, das deckender ist als die Perlfarbe. Und damit setze ich jetzt die ersten Schwünge auf meine Leinwand.
Ich bin tatsächlich sehr vorsichtig beim Drehen der Leinwand und hier mache ich dann auch eine Doppeldrehung, weil ich mich dann doch im zweiten Anblick für die andere Seite entschieden habe, auf der ich weiter rakeln möchte. Im Nachhinein habe ich es etwas bereut, dieses helle Lindgrün auszuwählen, weil es im Zusammenspiel mit dem Blau zwar eine sehr interessante Farbe gibt, aber sie doch einen sehr hohen Kontrast zu den bereits auf der Leinwand befindlichen Farben gibt. Ich habe dann trotzdem nochmal beherzt zu der Farbe gegriffen. Und hier musste ich auch einmal kurz einen Gegendruck aufbauen, sonst hätte ich mein komplettes Bild von meinem Arbeitstisch geholt und habe mich danach aber auch wieder dafür entschieden, über diese helle grüne Farbe zu gehen. Ich gehe dann mit einer Kombination aus einem dunklen Grün und der Perlfarbe Blau erneut über mein Rakelbild.
Nachdem ich das Bild mit dem dunklen Grün und vor allen Dingen auch mit dem dunklen Blau etwas beruhigt habe, war ich aber der Meinung, dass mir noch ein bisschen Farbe auf dem Rakelbild fehlt. Und die hole ich mir, indem ich eine Hintergrundfarbe jetzt nochmal in den Vordergrund hole, das Permanent Rot-Violett in Verbindung mit einer Perlfarbe und einem rosafarbenen Farbton. Danach fand ich, dass mein Bild fertig war und deshalb zeige ich es euch einmal im nassen Zustand vom Nahen. Im getrockneten Zustand sind die Acrylfarben noch ein bisschen dunkler aufgetrocknet. Was mir richtig gut gefällt, sind die verschiedenen Farbschlieren, aber auch die wirklich großzügigen Inseln, die entstanden sind, bei denen man tatsächlich bis auf den Hintergrund durchgucken kann. Zum Abschluss zeige ich euch einmal das fertige Bild, aufgehängt an der Wand und in einem anderen Licht, sodass ihr es nochmal in Ruhe betrachten könnt. Mir hat besonders gut gefallen, dass die Schwünge, die ich mit der blauen und teilweise mit der weißen Farbe gemacht habe, unter der Oberfläche noch abzulesen sind. Ansonsten gefällt mir vor allen Dingen die Farbgebung zwischen Blau und Grün richtig gut. Ich
danke dir sehr herzlich fürs Zusehen und ich danke dir auch sehr herzlich fürs Zuhören. Wünsche dir eine gute Zeit. Sei nach Herzenslust kreativ und dann sehen wir uns. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Meine Leinwand ist heute quadratisch, 50 mal 50 cm groß und das, was ich gerade auf der Leinwand verstreiche, ist Acrylbinder. Der Acrylbinder wird mir heute als Klebstoff dienen, denn ich habe tatsächlich noch einmal vor, mit Aluminiumfolie zu arbeiten. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als ich das letzte Mal unter einem Rakelbild Aluminiumfolie hatte, fand ich das nicht mehr ganz so passend, nachdem das Bild fertig war, denn die Aluminiumfolie hatte ich vorher zerknüllt und sie war auch nicht flächendeckend auf der Leinwand aufgebracht. Danach hatte ich dann von Sergio Aranda ein Short gesehen, hier auf YouTube. Und dort hatte er Aluminiumfolie aufgebracht, allerdings in einer recht glatten Variante. Und er hatte darin ein paar Falten eingearbeitet. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeflaxt, dass mir seine Version viel besser gefällt als das, was ich gemacht habe. Und er meinte dann einfach, naja, dann nimm doch nochmal Aluminiumfolie und geh in dein Atelier. Ich kann euch den Kanal von Sergio Aranda wirklich nur ans Herz legen. Natürlich solltet ihr erst mein Video zu Ende gucken, danach dürft ihr gerne tun und lassen, was ihr wollt. Sergios Stil ist sehr minimalistisch, abstrakt und er beschäftigt sich auch mit der Korrosion von Materialien zum Beispiel oder was die Zeit mit gewissen Dingen macht. Ich habe ihn schon oft Sägespäne verwenden sehen, Sand und er hat natürlich lustigerweise, nachdem wir über die Aluminiumfolie gesprochen haben, auch ein Video mit Aluminiumfolie gemacht. Also abgesprochen war das jetzt überhaupt nicht, aber ich fand das schon sehr witzig, als ich das in der Ankündigung für sein Video gesehen hatte. Derzeit werden seine Videos Freitagabends 18 Uhr gezeigt. Das heißt also, wenn ihr jetzt mein Video seht, ist seins dann schon draußen. Ich habe mich diesmal dafür entschieden, eine glatte Variante auf die Leinwand zu bringen und habe also den Acrylbinder dazu benutzt, das Aluminium vollständig auf die Leinwand zu kleben. Ich wollte heute mit verschiedenen Materialien arbeiten und auch ein bisschen mit dem Material, was ich sonst noch im Regal liegen habe, spielen. Und so habe ich mir eine große Dekorolle genommen und mir überlegt, dass ich dort mit dem Schwamm Farbe auftupfen könnte und dass so schon mal ein erstes Muster entsteht. Ich hatte mir dann überlegt, mit einem dunklen Blau zu arbeiten, weil ich einen blauen Farbton grundsätzlich sehr beruhigend finde. Und das Schöne ist jetzt tatsächlich, dadurch, dass die blaue Farbe sowieso transluzent ist, erhält sie jetzt auch noch durch die Aluminiumfolie einen Metallic-Schimmer. Und als ich dann den Dekostoff abgenommen habe, konnte ich genau erkennen, dass das mit dem Muster ganz gut funktioniert hat. Ich habe mich dann aber entschieden, dort mit dem Schwamm entlang der Falten, die das Aluminium inzwischen geworfen hat, einmal entlang zu gehen und so die silbrige Fläche noch etwas zu verkleinern. Da ich heute mit verschiedenen Materialien arbeite, darf natürlich die Luftpolsterfolie nicht fehlen. Ihr hattet mir ja in die Kommentare geschrieben, dass ihr euch wünscht, dass ich die Luftpolsterfolie nicht mehr flächendeckend einsetze. Und genau das habe ich bei diesem Bild auch heute vor. Ihr seht, dass von den silbrigen Flächen auch nicht mehr allzu viel da ist und ich werde jetzt versuchen, mit der Luftpolsterfolie und dem Reflex Rosé einen Ausgleich zu schaffen. Ich finde die beiden Farben wunderbar zusammen. Ich habe hier
einen Warm-Kalt-Kontrast. Ich hatte euch ja schon einmal das Gefühl beschrieben, wie es sich anfühlt, mit den Händen über die Luftpolsterfolie zu streichen. Und je nachdem, wie dick die Luftpolsterfolie ist, kann man also richtig spüren, wie man mit sanftem Druck die Farbe auf die Leinwand überträgt. Ich nutze jetzt noch die auf dem Pinsel befindliche restliche Farbe, um damit die Erhebung in der Aluminiumfolie ein bisschen hervorzuheben. Natürlich darf ein bisschen Rakeltechnik mit der Glättkelle nicht fehlen und es tritt genau der Effekt ein, den ich mir dabei gewünscht habe. Mein Bild hätte an dieser Stelle gut und gerne fertig sein können. Ich habe das auch tatsächlich überlegt. Ich wollte aber unbedingt noch etwas ausprobieren und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich hundertprozentig mit dem Ergebnis zufrieden bin, aber ich bin froh, dass ich es einfach gewagt habe, jetzt nochmal Eisenspäne auf die nassen Flächen meiner Leinwand zu geben und danach habe ich dann noch ein Oxidationsmittel aufgetragen. Ich habe 2 verschiedene Sorten Eisenspäne verwendet, einmal ein paar grobere und einmal sehr feine und das mit den feinen hat sich hinterher als nicht ganz so ideal herausgestellt, aber das weiß ich dann halt für den Fall, dass ich so etwas nochmal machen möchte, etwas besser. Wer wissen möchte, welche Materialien ich verwendet habe, der guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Normalerweise verlinke ich entweder zu einem großen Internetkaufhaus oder aber, wenn die Materialien direkt bei Firmen zu erwerben sind, dann dorthin.
Die blaue Flüssigkeit in der kleinen Sprühflasche ist das Oxidationsmedium, ohne das die Eisenspäne nicht rosten würden. Dann zeige ich euch einmal das Bild mit der noch nassen Oxidationsflüssigkeit. Die restlichen Schichten auf dem Bild sind dabei schon trocken. Man kann schon erahnen, dass so langsam ein Prozess stattfindet, denn die ersten Partien sind auch schon leicht angerostet. Und dann zeige ich euch einmal das Bild in dem Zustand, an dem der Oxidationsprozess bereits gestoppt ist. Ich finde den Kontrast Rost zu dem Dunkelblau und teilweise zu den Stellen mit dem Reflex Rosé richtig gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die feinen Eisenspäne natürlich auch gerostet sind und dadurch, dass ich vorhin einmal die Leinwand senkrecht gestellt habe, um diese Eisenspäne abzuklopfen, sind sie dann auf Flächen geraten, wo ich sie nicht unbedingt hatte haben wollen. Insgesamt finde ich das aber eine super Inspiration. Ich denke, dass ich daraus eine Menge lernen kann und ich hoffe, dass ihr in jedem Fall Freude daran gehabt habt, wie man verschiedene Materialien, Texturen und auch verschiedene Medien für seine Zwecke einsetzen kann. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonniert hast oder wenn nicht, dann abonniere doch einfach nochmal meinen Kanal, lasse mir ein Like da und kommentiere auch gerne, was du hier gesehen hast. Und jetzt dürft ihr auch gerne den Kanal von Sergio Aranda besuchen gehen und dann hören wir uns beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder.